Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin heute hier mit Ulrike Serowi. Sie ist Autorin und hat zuletzt diesen Roman geschrieben, Highway to Hell. Ein sehr lustiger und kurioser und auch ein bisschen düsterer Roman. Und Ulrike, möchtest du uns vielleicht kurz erzählen, worum es in dem Roman geht? Okay. In dem Roman geht es um Max. Max ist ein Langzeitstudent, der sein Leben nicht so ganz im Griff hat, der aber einen ganz eigenartigen Nebenjob hat, nämlich er arbeitet bei Guardian Angels, einem Start-up, wo er Tote bewacht, wo er dafür sorgt, dass Menschen nicht lebendig begraben werden. Ja, und an einer seiner Nachtschichten passiert dann das Unvermeidliche. Es wacht tatsächlich jemand auf, und zwar Claire, die andere Hauptperson. Und Max' Aufgabe ist es dann, Claire zu befreien. Und dann müssen die beiden herausfinden, warum war Claire in diesem Sarg, warum ist sie jetzt wieder lebendig und warum stirbt sie zwischendurch immer mal wieder. Und dann fängt eine Road Novel an, die hier in Wuppertal anfängt, also hier nach Köln führt, wo wir gerade sind, und nach Berlin und schließlich nach Island, die beiden führt. Ja, und nachher auch in die nordische Unterwelt. Und wo sich das Rätsel löst, was ich jetzt aber nicht verraten will. Ich finde tatsächlich einfach schon die Idee zu diesem Roman total lustig und wollte dich einfach mal fragen, wie du darauf gekommen bist. Hattest du da irgendwie ein Erlebnis, irgendeine Inspiration für? Gab es da irgendwie so einen Moment? Ja, es gab verschiedene Inspirationen. Es hat sich so angesammelt. Ich habe in der Uni ein Seminar zum Thema Premature Burial gemacht, also lebendig begraben werden, vor allem mit Poe-Geschichten. Und da gab es diese Vorrichtungen, wo Leute sich in irgendwelchen Särgen mit Klingeln oder mit Sichtfenstern oder sowas haben beerdigen lassen. Das fand ich schon so skurril. Und dann hatten Freunde von mir einen Nebenjob hier in der Nähe bei so einem kleinen Unternehmen, wo sie Fernsehen gucken mussten und immer auf so einen Sender drücken mussten, wenn Werbung kam. Und dann, damit irgendwelche Leute, die das Video mitschnitten, dann keine Werbung auf ihrem Film hatten. Und das hat sich dann vermischt zu dieser Idee von diesem Start-up, wo Leute überwacht werden in ihrem Sarg, damit sichergestellt ist, dass die nicht lebendig da liegen. Ja, genau. Also es war so ein Konglomerat. Sehr spannend. Und das Setting des Romans hat ja verschiedene Stationen. Also es beginnt eben in Wuppertal, dann in Köln, wo wir jetzt gerade sind, dann Berlin und dann später auch Island. Ja. Hast du da auch irgendwie Verbindungen zu den Orten jeweils oder gab es da Ideen für? Tatsächlich. Eine Leserin sagte mir mal, das hätte eigentlich nicht in Berlin spielen müssen, aber es musste in Berlin spielen, denn tatsächlich eine ganz große Inspiration war auch ein Reiseführer, Berlin Okkult. Aus den 80ern hätte ich jetzt mitbringen können. Eben so ein Reiseführer, auch so ein ganz hässliches Heftchen mit so bunten Bildern drin, wo man in West-Berlin irgendwelche Hellseher oder Totenbeschwörer oder Kartenleger oder sowas finden kann. Und das war auch so, okay, das muss da rein. Und dann gab es hier ja was mich auch echt inspiriert hat, und es gibt hier in Köln dieses kleine Antiquariat Wilbrand, was jetzt ja jeder kennt. Und ich habe damals, es ist auch schon echt Jahre her, in der gleichen Straße gewohnt und hatte dann auch als Inspiration, dass ich dieses Antiquariat da irgendwie drin haben will. Das war auch noch lange bevor es diesen Instagram-Kanal gab. Deswegen, und weil ich eben selbst in Köln wohne und die Uni kenne und dergleichen. Und Wuppertal, ich wollte, dass das in irgendeiner Stadt anfängt. Dann dachte ich, welche Stadt ist so irgendeine? Wuppertal. Nichts gegen Wuppertal, Wuppertal ist toll mit Zoo und Schwebebahn und so. Aber es sollte halt so eine Allerweltsstadt sein. Und wie war das, also das Thema Sterben und Tod, ist das irgendwie was dich inhaltlich reizt oder was dich schon länger irgendwie beschäftigt oder auch das Okkulte dazu? Weil das ja jetzt nicht unbedingt das Typischste ist, worüber man einen Roman vielleicht schreiben würde. Beschäftigt uns das nicht alle irgendwie? Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich habe mich damit beschäftigt, weil da drin eine ganz große Hoffnung liegt, dass danach noch was kommt. Und weil gerade auch, es fließen auch viele nordische Jenseitsvorstellungen ein, und dass für mich da die Inspiration, mich damit zu beschäftigen, daran liegt, dass es eben immer die Idee gab, es gibt mehr als das, was es hier gibt.
und dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass der Tod tatsächlich nur ein Portal ist, durch das wir gehen und dass es danach irgendwie weitergeht. Das ist in dem Buch, glaube ich, auch ausgedrückt. Und dass aber gleichzeitig hier das Leben, was wir hier haben, auch ein ganz wertvolles ist und dass man das Beste daraus machen sollte. Da sind wir auch gleich schon beim nächsten Thema, was mich total interessiert. Es heißt ja nicht ohne Grund Highway to Hel. Also du hast ja schon gesagt, die nordische Mythologie fließt dort stark ein. Hel ist ja die Unterweltsgöttin. Ist es für dich die nordische Mythologie von großer Bedeutung? Ist das irgendwie was, das dich schon länger inspiriert? Du hast ja auch Skandinavistik studiert. Findest du da viel Inspiration drin oder gerade in der Unterweltsdarstellung? Das fände ich sehr spannend zu erfahren. Ich habe Skandinavistik studiert, genau, und habe auch ein Seminar zum Thema nordische Unterweltsvorstellungen gemacht. Davon ist ganz viel eingeflossen. Was mich an der nordischen Mythologie, genau wie an ganz vielen anderen polytheistischen Religionen, Mythologien interessiert oder fasziniert, ist, dass die keinen Anspruch auf Endgültigkeit oder Allgemeingültigkeit haben. Und da gibt es keinen Gott, der irgendwie alles weiß, oder der ist sogar noch über den Göttern. Und die Götter sind selbst so ein bisschen lost oder haben auch die Probleme, die wir haben, potenziert, aber verstehen deswegen auch, worum es geht. Und das finde ich an diesen Mythologien irgendwie so tröstlich, auch wenn natürlich ganz, ganz wenig übrig ist. Also wir haben ja ganz wenig echte Zeugnisse und das, was wir haben literarisch, ist in christlichen Zeiten aufgeschrieben, christlich überformt. Dann haben wir die Archäologie und die oft auch andere Sachen zutage fördert, als man denkt, dass sie so wären, wenn man sie nur aus der Literatur sich interpretiert. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, die Wöldespau zum Beispiel, das ist so ein kraftvoller Text, der immer wieder auch neu mich packt, wenn ich den lese. Das habe ich noch nirgendwo anders gefunden. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt keine Außertrue-Gläubige, ich finde einfach nur diese Vorstellungen und diese Kraft, die auch in der Sprache liegt. Die ist sehr wichtig. Ja, und die Jenseitsvorstellungen, ja, die habe ich tatsächlich erst, beziehungsweise die nordische Unterwelt im Sinne von Hel, die ist sehr, sehr, sehr im Nebel, was aber dazu passt, weil es ja so eine, auch Hel heißt ja auch verhüllen und gleichzeitig auch bergen. Und ja, das ist so eine Welt, in die man ganz schwer vordringt, die aber trotzdem irgendwie nach einem ruft, vielleicht so ein bisschen. Es kam so ein bisschen auch mit dem Titel. Oder ich habe sehr lange gebraucht, um den Titel zu finden. Das hieß nämlich ganz lang Claire und ich, also als Arbeitstitel. Okay. Und irgendwann dachte ich so, es gibt nur einen Titel für dieses Buch, nämlich Highway to Hel. Und und dann einfach auch mal diese Göttinnengestalt nochmal auch zu interpretieren oder einfach nochmal in die Literatur zu holen, das hat mich sehr gereizt. Und gibt es sozusagen, du hast ja schon die Völuspá erwähnt, gibt es noch andere Geschichten, beispielsweise aus der Edda oder im Allgemeinen aus der nordischen Mythologie oder auch aus der Mythologie im Allgemeinen, die dich irgendwie auch inspiriert haben oder die du vielleicht in Zukunft nochmal verarbeiten willst? Ich habe noch keinen ganz konkreten Plan. Eine Geschichte, die ich extrem spannend oder extrem inspirierend finde auf eine Weise, ist die von Tyr und dem Fenriswolf. Dass Tyr als Gott eben tatsächlich seine Hand opfert für dieses Ziel. Das finde ich, ist auch ein sehr, sehr kraftvolles Bild. Ich habe Pläne, die Richtung Mythologie gehen, aber im Moment eher so Richtung Nibelungenlied. Das ist aber noch ganz, ganz, ganz am Anfang und da kann ich auch nicht so viel drüber sagen. Okay. Und im Allgemeinen würde ich mich auch noch interessieren, was hat dich so zum Schreiben gebracht? Ist das ein Hobby, was du schon immer verfolgt hast oder kam das so mit der Zeit? Ich habe letztens die Frage mal beantwortet bei jemandem, der hatte auch schon ein paar Bier getrunken und der war dann ganz, ganz unzufrieden mit meiner Antwort. Und ich habe gesagt, ich wollte einfach schon immer schreiben. Und dann meinte der, nee, das geht nicht, du musst doch eigentlich irgendwelche, keine Ahnung, Nabokov oder Goethe oder sowas musst du jetzt sagen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt das eine Vorbild gehabt und das wollte ich unbedingt machen, sondern ich wollte einfach schon immer schreiben, tatsächlich. Ich wollte dich auch gerne noch zu deinen anderen Projekten befragen. Zum einen haben wir hier dein allererstes Debüt, das, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist
Skoktat? Skoktat. Skoktat, Ja. okay. Das war von Black Metal inspiriert, richtig? Mhm. Möchtest du da noch ein bisschen drüber erzählen? Was ist das für eine Erzählung? Was hat dich dazu inspiriert und wie fließt die Musik in dein Schreiben? Also Skoktat ist, vielleicht erstmal zum Titel, das lehnt sich an einen Bergtat von Ulver. Das ist eines der definierenden Alben des norwegischen Black Metal und das heißt sowas wie in den Berg gelockt und im Berg festgehalten und vom Berg genommen. Und das Skoktat habe ich mir dann selbst ausgedacht, das Wort. Das würde dann heißen, in den Wald gezogen und vom Wald genommen. Und ich habe in diesem Buch versucht, in dieser Novelle versucht, das, was Black Metal ist oder Black Metal sein will, in Sprache auszudrücken. Und einmal die Themen, die im Black Metal ganz, ganz wichtig sind, also Nacht, Dunkelheit, Einsamkeit, Winter, Finsternis, Kälte, diese Dinge da ganz, ganz präsent gemacht und habe dann auch versucht, in der Sprache selber das Black-Metallische irgendwie rüberzubringen. Also das ganz, ganz viele Wiederholungen und immer wieder so eine Art, auch eine Monotonie im Ausdruck und auch so eine... ich habe versucht, das sehr zwingend zu machen, indem jedes Wort eben genau da ist, wo ich es haben will und es da überhaupt gar kein Abweichen gibt von diesem Ausdruck. Und das war so ein bisschen der Versuch eben, auch in der Geschichte, die ich jetzt in einem Satz erzählen könnte, dann wäre sie vorbei, das auszudrücken. Also dass Black Metal nach was sucht, was über dieses Ganze hier irgendwie hinausgeht und über dem steht und in dessen Angesicht man aber dann eigentlich schon wieder vernichtet wird, weil es zu groß ist, um es zu fassen. Ja. Und die Geschichte ist, ich kann ja jetzt einen Spoiler geben, und ein junger Mann geht nach einer Bandprobe im Wald, in so einer Waldhütte im Winter, bleibt mit seinem Auto liegen und beschließt dann alleine nach Hause zu gehen durch den Winterwald und schmeißt sein Handy weg und sagt, hier, Menschen kotzen mich eh an, ich will hier eins mit dem Wald werden. Ja, und das geht aber nicht gut aus. Okay. Genau. Ist auch inspiriert von Windir, das ist ja auch eine sehr wichtige Black Metal Band aus Norwegen, wo eben auch der Sänger im Wald erfroren ist. Und das ist da auch mit eingeflossen. Und als jemand, der sich mit Black Metal überhaupt nicht auskennt, gibt es da auch Einflüsse dann aus der nordischen Mythologie oder fließt das irgendwie dann auch mit rein? Ist das bei dir sozusagen auch alles zusammengeflossen so ein bisschen oder ist das so ein Element, was dann eher später kam? Also tatsächlich eher Black Metal sozusagen in der ersten Erzählung und danach eher so der Einfluss der Mythologie? Im Black Metal gibt es eine ganz große Affinität zu nordischer Mythologie. Also es gibt ja auch so Bands wie Amon Amarth oder sowas, die auch so mit so Wikinger-Themen oder Unleashed, die mit Wikinger-Themen spielen oder arbeiten. Und im Black Metal selber also zumindest für mich, das ist natürlich bei jedem der eigenen Interpretation überlassen, ich empfinde den Black Metal tatsächlich so, dass er sehr gut passt, auch zu dieser Völuspá zum Beispiel, in der auch diese ganz, ganz, ganz kosmische Weltvernichtungserzählung beschrieben wird. Ja, für mich passt das sehr organisch zusammen. Und war die Musik auch was dich jetzt weiter noch irgendwie, also ist das was dich weiter auch begleitet im Alltag? Ja. Du spielst auch Gitarre, habe ich Ja. gelesen. Ja, ich muss zugeben, also es hat so ein bisschen mit Corona zu tun, hat sich meine Band zerschlagen und also im Moment, ich müsste es mal wieder richtig forcieren mit der Gitarre. Ich höre sehr gerne Black Metal. Ich höre es jetzt nicht ununterbrochen jeden Tag, weil ich finde, dafür ist mir das auch zu heilig. Also dass ich jetzt beim Kochen irgendwie mein Lieblings-Black Metal-Album höre, das mache ich nicht so. Aber es begleitet mich auf jeden Fall. Also es gibt da einige Bands, die da mir aus verschiedenen Gründen sehr nah und wichtig sind. Und ja, ich auch zum Teil persönlich kenne und deren Schaffen dann für mich auch irgendwie wichtig ist. Aber ich habe jetzt noch nie Skoktat 2 versucht zu schreiben. Ich habe auch noch nie eine Geschichte, also in dem Skoktat kommt das Wort Black Metal nicht vor, weil ich das nicht mag, so plakative, also Storys über irgendwelche Bands, die dann irgendwie im Proberaum irgendwas machen und das finde ich meistens nicht so spannend. Mir geht es mehr um die Themen, die auch hinter dieser Musik liegen, um die dann irgendwie aufzugreifen. Und deswegen bleibt das wichtig, aber
ich versuche jetzt nicht immer ein Black Metal-Buch nach dem anderen zu schreiben. Und möchtest du noch ein bisschen über deine anderen Werke erzählen? Wölfe vor der Stadt hatte ich noch gelesen und die Festung. Ja, richtig? ja, ach ja, doch, also tatsächlich. Womit soll ich anfangen? Gerne mit dem früheren vielleicht einfach. Okay, dann Wölfe vor der Stadt. Ja, genau, Wölfe vor der Stadt war das, was ich nach Skogtat geschrieben habe. Und das war eine ganz eigene Erfahrung, das zu schreiben. Das hat ja den Untertitel Ein Roman in Fetzen, zumindest für mich. Und da geht es ja um eine Künstlerin, eine Malerin, die in einer Stadt, die halb echt, also eigentlich ziemlich echt ist, die sehr von Leipzig inspiriert ist, die da lebt und so ein Leben sehr am Rande führt und auch so eine Art Fluch mit sich rumträgt und die dann jemanden kennenlernt, der sich vielleicht als jemand entpuppt, der ihr in dieser Dunkelheit irgendwie folgen könnte, vielleicht aber auch nicht. Ja, möchtest du mehr was zur Geschichte hören oder mehr zu der Idee dahinter oder was? Ich glaube tatsächlich noch mehr zur Idee dahinter. Ich glaube, die Geschichte erschließt sich, wenn man das Buch dann Ja, selbst natürlich, liest. genau. Ja, die Idee dahinter, da wollte ich gerne auch ein Gefühl einfangen. So ein Gefühl von Vergangenheit, die einen immer noch begleitet und die, ich kann es schwer ausdrücken, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Aber stell dir so Leipzig vor, diese alten Straßenzüge, diese leerstehenden Häuser, diese ehemals sehr schönen großbürgerlichen Wohnungen, in denen im 19. Jahrhundert irgendwie Menschen gelebt haben. Und dann ist das alles nach und nach irgendwie dunkler geworden und verfallen. Und du hast diese zugenagelten Fenster, auf denen dann so dicke Schichten von alten Plakaten kleben. Und wo einfach so alles so voller geisterhafter Erinnerungen ist. Und das wollte ich unglaublich gerne in so ein Buch bringen. Also diese verfallene Schönheit. Genau, das ist vielleicht so das grundlegende, verfallene Schönheit. Und sich nach irgendwas sehnen, was man selber nicht so richtig ausdrücken kann, was man aber vielleicht auch nirgendwo findet. Das klingt sehr schön, noch ein bisschen romantisch. Es ist total romantisch, es ist aber auch, ja, und es ist tatsächlich mein persönliches Anti-Twilight. Das habe ich in einer Zeit geschrieben, als es noch diesen Werwolf-Vampir-Hype als der noch sehr, sehr, sehr um sich griff. Im Moment ist das ja so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und mich hat es wahnsinnig genervt, dass Vampire glitzern und irgendwie so Übermenschen sind, die irgendwie einfach nur alles können. Und dann Bella ist auch noch hier noch der besonders tolle Übermensch. Und dann die Werwölfe, das sind einfach irgendwelche netten Hillbillies und so. Und ich sage, das ist doch nicht das, worum es da geht. Und ich wollte gern gerade diesen Werwolf-Mythos, der ja ganz fürchterlich ist, den wollte ich gerne wieder seine Würde und seinen Schrecken ein bisschen zurückgeben. Und Anknüpfungspunkt dafür war eben auch hier in der Nähe von Köln, hier gibt es Kaster oder Bedburg Kaster. Das ist immer noch ein sehr, sehr kleines, schönes mittelalterliches Städtchen. Und da hat im, ich glaube, 16. Jahrhundert, da gab es Peter Stübben, einen mehrfachen Mörder, der als Werwolf verurteilt wurde, der sich eben einen Gürtel aus Menschenhaut irgendwo hergeholt hat, wahrscheinlich vom Teufel im Zweifelsfall, und mit wirklich grausamste Morde begangen hat. Ja, eben als Werwolf gerädert und gevierteilt und was weiß ich wurde. Und ich glaube, die haben einfach die Haut abgezogen. Auf jeden Fall ganz, ganz fürchterliche Foltermethoden. Das wurde bis nach England berichtet. Und das war eben das ist ein Werwolf. Das ist jemand, der einen krassen Fluch mit sich trägt, im Zweifelsfall vielleicht auch total böse ist und der entmenscht ist. Und ich habe das so ein bisschen, mein Werwolf ist ein bisschen tragischer, also der leidet da sehr drunter, der fühlt sich halt selber auch als jemand, der einen Fluch mit sich rumträgt und nicht als jemand, der irgendwie sich halt cool in einen Wolf verwandeln kann. Und das wollte ich da gerne nochmal von der anderen Seite beleuchten. Ja, sehr spannend. Ich denke, das gibt ja auch immer das Potenzial, wenn man so bestimmte Motive nochmal aufgreift, dass man denen nochmal einen ganz anderen Twist geben kann. Und einen Teil ihrer Identität vielleicht ein bisschen zurückgeben. Ja. Und das andere, über das du noch, das war die Festung. Die Festung, genau. Ich habe mir gerade ein bisschen widersprochen, oder ich muss mir jetzt widersprechen, in Bezug auf die Festung, weil die hat tatsächlich doch viel mit Black Metal zu tun.
Da geht es auch nicht um Musik, da geht es auch gar nicht um Bands oder so, aber ich habe die Festung geschrieben für eine Kölner Band hier, für Beltès, die wahnsinnig tollen Black Metal machen, der auch ganz, ganz eigen ist, der eine ganz untypische Wärme hat und eine ganz große Massivität. Es ist, als würde man von so einem riesengroßen Obsidian überrollt werden. Das ist so deren Form von Black Metal. Und die hatten mich mal gefragt, ob ich was für die schreiben will. Und ich habe mich sehr geehrt gefühlt, weil ich auch deren Konzerte total mich weggeblasen haben. Und dann hatte ich denen ein paar Fragen gestellt, einfach um deren... Ich hatte gefragt, lieber heiß oder lieber kalt, lieber grau oder lieber schwarz. Und einfach um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Und habe dann diese Geschichte geschrieben, die Festung, in der es um eine wirklich jetzt fantastische Stadt geht, die so ein bisschen inspiriert ist von Minas Tirith. So eine abgeschlossene Stadt in einem Niemandsland, wo niemand wirklich weiß, was drumherum ist. Die Leute kommen da auch nicht raus. Und es ist alles auch so ganz, ganz, ja, tot und leblos. Die Leute machen zwar so ihre Dinge, aber es ist wie in so einer Geisterwelt. Und die leben unter der Herrschaft quasi der Festung. Und in der Festung, man weiß auch nicht so genau, was ist da eigentlich drin, aber da kommen immer in gewissen Abständen kommt da die Prozession raus. Die Prozession ist eine Prozession von Geistererscheinungen, die durch die Stadt ziehen und die dann immer vor einem der Häuser der Stadtbewohner ein schwarzes Banner aufpflanzen. Und derjenige oder diejenige muss denen dann beim nächsten Mal folgen. Der wird beim nächsten Mal abgeholt und ist dann quasi so totgeweiht und muss sich dann darauf einstellen, dass beim nächsten Mal mitgenommen wird. Und da geht es um den Jüngling und den Freund. Die haben auch keine Namen. Und der Freund bekommt so einen Banner vor die Tür gepflanzt und ist damit eben auch totgeweiht und ergibt sich dem auch so, ich kann eh nichts machen. Der Jüngling begehrt aber dagegen auf. Und das ist so was ganz Neues, dass irgendjemand wirklich auf die Idee kommt zu sagen, nein, ich will das nicht. Ich will da von diesem System nicht zermahlen werden. Und versucht dann eben, diesen Freund zu retten. Und das haben Beltès als Grundlage für ihr Album A Great Chill and a Whisper genommen. Das Album ist musikalisch auch einfach genial und ich bin immer wieder total stolz und berührt und freue mich total, wenn ich das sehe, weil da eben halt auch Teile aus der Geschichte in die Texte eingeflossen sind. Und der Titel ist, ich hatte das auf Englisch geschrieben, der Titel ist ein Zitat aus der Geschichte und das ist so ein ganz, ganz tolles Gesamtding geworden. Da bin ich auch immer noch total happy darüber. Ja, schön. Ja. Gerade wenn das dann sozusagen sich gegenseitig auch irgendwie so inspiriert und bedingt, vielleicht sogar ein bisschen. Total spannend. Ja. Und ich würde, glaube ich, abschließend dich gerne noch fragen, dein nächstes Projekt, wann wird das erscheinen und was hat es damit auf sich? Ich habe ein paar Dinge gerade in der Mache und zwar zum einen ein Lyrikband, der kommt beim Haus auf Inkantation raus. Das mein erster Lyrikband, ich bin sehr gespannt, wie der aufgenommen wird. Und der hat als Besonderheit nicht nur Gedichte, sondern auch ein kleines Bühnenstück, nämlich ein Lichtmessspiel. Es gibt ja diese rituellen Aufführungen oder zum Beispiel die Spergauer Lichtmess oder andere jahreszeitliche Spiele, wo eben dieser Kampf des Frühlings gegen den Winter aufgeführt wird. Und das hatte ich auch noch mal so ein ganz kurzes Bühnenstück dazu gemacht, das ist da auch drin. Es ist auf jeden Fall auch noch was in der Edition Outbirds in Aussicht. Und das wird sehr finster. Das wird, glaube ich, mal so richtig unromantisch. Das ist einfach nur finster und auch, ich sag mal, recht zeitgenössisch und vielleicht auch mein politisches Buch. Wobei ich gar nicht immer finde, dass Literatur unbedingt politisch sein muss, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Aber das ist tatsächlich ein Kommentar geht wieder um Vernichtungsangst. Aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Aber ich sage dir gerne Bescheid, wenn du möchtest, wenn es da ist. Das wäre super. Dann auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für das Interview. Ich danke dir. Und ich verlinke Ulrikes Buch unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die anderen Werke noch mal anschauen. Und hoffe, dir hat das Interview Spaß gemacht. Absolut. Danke. Euch danke fürs Zuschauen. Danke.
Danke dir für die spannenden Fragen und euch auch danke fürs Zuschauen und danke für den tollen Kanal. Sehr gern. Und noch einen schönen Tag.